Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo von 4kfilme.de. Wir wünschen euch viel Spaß mit unserer Review des Samsung R95H Micro RGB TV und gehen direkt rein. Und los! Der Samsung R95H ist kein OLED. Und genau das macht ihn für mich auch gerade so spannend. Denn Micro RGB zeigt ziemlich deutlich, LCD ist im Jahr 2026 nicht mehr das alte LCD, das viele vielleicht noch von früher im Kopf haben. Also nicht mehr automatisch graues Schwarz, dicke Lichthöfe und irgendwie nur hell, aber nicht so wirklich schön. Der R95H kombiniert extrem hohe Helligkeit, sehr starke Farben, einen richtig guten Schwarzwert für LCD, eine sehr gute Entspiegelung und dazu eine Bildwirkung, die in vielen Szenen einfach nicht mehr nach dem klassischen Mini-LED-TV aussieht. Und gerade diese Entspiegelung ist einer der Punkte, den man nicht unterschätzen sollte. Viele OLEDs sehen im dunklen Raum fantastisch aus, spiegeln aber in hellen Wohnzimmern immer noch ziemlich stark. Beim R95H ist das im Alltag ein echter Vorteil. Und genau deshalb geht es heute nicht darum zu sagen, OLED ist tot. OLED bleibt eine großartige Display-Technologie. Samsung selbst hat ja mit dem S99H einen extrem spannenden OLED-TV im Line-Up. Aber Micro RGB nimmt OLED ein Stück weit die Selbstverständlichkeit, automatisch immer die beste Premium-Wahl zu sein. Starten wir mit einem kleinen, kompakten Testeindruck, gestützt durch unsere Messungen, bevor wir uns 5 Punkten widmen, wie sich Micro RGB in der Masse an Premium-Modellen abhebt. Wir hatten den Samsung R95H in 75 Zoll bei uns im Test. Und ganz ehrlich, das Ding liefert genau das, was man sich von einem modernen Premium-LCD erwartet. Nur eben in vielen Bereichen noch ein Stück konsequenter. Bei der Spitzenhelligkeit liegen wir bei über 2000 Nits. Das ist für HDR extrem stark und sorgt dafür, dass Highlights richtig Druck bekommen. Also Sonnenreflexionen, Feuer, Lampen, Explosionen, helle Wolken. Solche Dinge wirken nicht nur sichtbar heller, sondern einfach plastischer. Bei der Farbdarstellung zeigt Micro RGB erst so richtig, zu was die neue Technologie imstande ist. Wir gehen später ausführlicher auf den Punkt Farbe ein, aber was wir euch bereits verraten können ist, dass wir bei noch keinem TV so gute Werte gemessen haben. Dazu kommen ein sehr guter Schwarzwert für LCD, wenig störendes Blooming, was nur in extremen Beispielen überhaupt zum Vorschein kommt und aufgrund des extrem guten Kontrastwerts von über 45.000:1 subjektiv meist gar nicht wahrnehmbar ist. Natürlich bleibt der R95H ein LCD-TV. Die Blickwinkel sind nicht auf OLED-Niveau, aber mal ehrlich, wer schaut bei einem 75 Zoll TV dauerhaft aus einem extrem steilen Winkel? Und dazu muss man auch sagen, die Blickwinkelstabilität moderner Premium-LCDs hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Es ist heute nicht mehr dieses riesige Manko, als das es früher oft dargestellt wurde. Was weiterhin fehlt, ist Dolby Vision. Das muss man klar sagen. Samsung bleibt hier bei HDR10, HDR10 Plus und HDR10 Plus Adaptive. Trotzdem, das Gesamtpaket fühlt sich nicht an wie ein klassischer Mini-LED-TV. Es wirkt eher wie die nächste Evolutionsstufe von LCD. Mehr zu unseren Messwerten und den ausführlichen Testeindrücken findet ihr natürlich auch in unserem geschriebenen Test auf 4kfilme.de. Den Link zum Test habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Aber warum ist Micro RGB beim R95H jetzt so spannend? Bei Micro RGB kommt der Aspekt dazu, das Licht wird nicht einfach nur weiß oder blau erzeugt und dann irgendwie durch Schichten und Filter gejagt, stattdessen arbeitet das Backlight selbst mit roten, grünen und blauen Lichtquellen. Das Licht wird also schon auf der Backlight-Ebene farbiger, präziser und effizienter vorbereitet. Und genau daraus ergeben sich für mich 5 Gründe, warum der Samsung R95H einer der spannendsten TV-Kandidaten des Jahres ist. Plus 3 kleine Bonuspunkte, die nicht direkt mit Micro RGB zusammenhängen, aber beim Gesamtpaket eine wichtige Rolle spielen. Starten wir mit dem ersten Punkt, mehr Farbe geht eigentlich nicht. Bereits bei der Farbwiedergabe zeigt sich deutlich, warum Micro RGB so spannend ist. Der DCI-P3-Farbraum, der vorrangig bei Film- und Serienproduktionen mit HDR eingesetzt wird, wird nicht nur vollständig abgedeckt, sondern sogar deutlich übertroffen.
Beim erweiterten BT2020 Farbraum, welcher den maximalen Farbraum innerhalb des Ultra HD Standards definiert, kommen wir ebenfalls auf 100%. Beeindruckender ist, dass wir beim BT2020 Farbvolumen, also alle darstellbaren Farben in all ihren Helligkeitsabstufungen, satte 94% gemessen haben. Damit kann man sicher sein, dass alle Farbdetails in sehr dunklen oder strahlend hellen Bildbereichen erhalten bleiben und nicht ausbleichen. Gerade bei Sonnenuntergängen, Neonlichtern, HDR-Games, Feuer, Lasern oder sehr hellen farbintensiven Szenen merkt man, dass der R95H nicht einfach nur hell ist. Er bleibt dabei auch farbstark. Und das ist wichtig, denn Helligkeit allein macht noch kein gutes HDR-Bild. Wenn ein TV zwar brutal hell ist, aber Farben dabei auswaschen oder Details in hellen Farbbereichen verloren gehen, dann sieht das zwar spektakulär aus, aber nicht unbedingt korrekt oder hochwertig. Der Samsung R95H mit der Micro-RGB-Technologie ist vielleicht der Schritt in Richtung Referenzfarbe. Punkt 2. Helligkeit plus Farbe, genau hier wird OLED angegriffen. Viele Fernseher können entweder sehr hell oder sehr farbintensiv. Beim R95H kommt beides ziemlich stark zusammen. Und genau hier wird es im Vergleich zu OLED interessant. OLED hat weiterhin den perfekten Pixelkontrast. Jeder Pixel kann einzeln leuchten und auch komplett ausgehen. Das ist und bleibt ein riesiger Vorteil. Aber bei großen hellen HDR-Flächen müssen OLED-TVs oft stärker regeln. Vor allem WOLED-Modelle mit weißen Subpixel können bei hohen Luminanzen an Farbsättigung verlieren. Dann wird eine helle Farbe zwar hell, aber nicht mehr ganz so kräftig oder rein sein. Micro-RGB geht hier einen anderen Weg. Der R95H kann höhere Helligkeit großflächiger halten und gleichzeitig sehr kräftige Farben darstellen. Dadurch wirken helle HDR-Szenen stabil, druckvoll und farbintensiv. Der Punkt ist also nicht, OLED ist tot, der Punkt ist, OLED ist nicht mehr automatisch in jeder Disziplin vorne. Und das ist vielleicht die spannendste Entwicklung im Premium-TV-Bereich. Denn jahrelang war die Diskussion oft ziemlich simpel. Wenn du das beste Bild willst, kauf OLED. Punkt. Das war eigentlich nie unsere Auffassung, denn bei klassischen Messmethoden hat OLED vielleicht die Nase vorn, aber im täglichen Gebrauch und das bei jeder Umgebungshelligkeit offenbart OLED seine Schwächen. Unter anderem schlechte Entspiegelung und niedrige Maximalhelligkeit bei großen Darstellungen und vor allem bei der Maximalhelligkeit wird OLED wohl nie an die LCD-Mitbewerber heranreichen. Der R95H zeigt ganz deutlich, OLED ist vielleicht noch im Testlabor King, im Wohnzimmer greift jedoch Micro-RGB bereits nach seiner Krone. Punkt 3. LCD-Schwächen werden nicht gelöscht, aber auf ein Minimum reduziert. Ja, Micro-RGB bleibt LCD, also kein selbstleuchtendes Pixel wie bei OLED. Und ja, technisch arbeitet der Fernseher weiterhin mit einem Backlight hinter dem Panel. Aber genau dieses Backlighting ist hier der entscheidende Unterschied. Klassische LCD-Probleme werden beim R95H deutlich kleiner. Der Schwarzwert ist für LCD sehr gut und in der Regel auch absolut schwarz. Da in kleinteiligen Micro-RGB-Dimming-Bildbereiche auch komplett deaktiviert werden können. Blooming war nur in extremen Beispielen überhaupt zum Vorschein gekommen und aufgrund des extrem guten Kontrastwerts von über 45.000:1 subjektiv meist gar nicht wahrnehmbar. Das Bild bekommt durch die Kombination aus sehr gutem Schwarzwert und extrem hohem Kontrast deutlich mehr Tiefe. HDR-Highlights wirken sauberer kontrolliert und weil die Lichtsteuerung nicht nur über weißes Licht funktioniert, sondern farblich differenzierter arbeitet, wirken helle Objekte weniger wie Fremdkörper im Bild. Wenn ihr bei LCD also noch an graue Schwarzwerte, helle Wolken und Untertitel mit fetten Lichthöfen denkt, dann müsst ihr dieses Bild beim R95H langsam aus dem Kopf bekommen. Und genau das macht Micro-RGB so spannend. Die Technik opfert nicht die klassischen LCD-Vorteile wie hohe Helligkeit und gute Skalierbarkeit, reduziert aber gleichzeitig viele der Nachteile, die LCD im Vergleich zu OLED jahrelang begleitet haben. Kommen wir zu Punkt Nummer 4, Effizienz und Stromverbrauch.
das unterschätzte XL-TV-Thema. Beim TV-Kauf reden alle über Helligkeit, Farben, Schwarzwert, Gaming und so weiter. Aber kaum jemand redet über Stromverbrauch. Oder zumindest die wenigsten. Gerade bei 75 Zoll, 85 Zoll oder noch größeren Bildgrößen wird das aber richtig relevant. Denn so ein TV läuft zu Hause nicht nur 10 Minuten in hellem Marktmodus, der läuft jeden Abend. Bei Film, Fußball, beim Zocken, nebenbei beim Streaming oder es werden einfach nur vielleicht Bilder drauf angezeigt. Unser 75 Zoll R95H lag ungefähr bei 120 Watt im SDR-Betrieb und knapp über 200 Watt im HDR-Betrieb. Für so ein großes, so helles Gerät ist das richtig stark. Zum Vergleich, es gibt sehr stromhungrige XL-TVs, die je nach Bildinhalt 400, 500 oder sogar 600 Watt ziehen können. Das sieht im Laden vielleicht beeindruckend aus, aber zu Hause macht das sich über die Zeit wirklich bemerkbar. Wenn man von einem 3 Stunden durchschnittlichen TV-Nutzungstag ausgeht und ungefähr 37 oder 40 Cent pro Kilowattstunde rechnet, dann kostet ein 600 Watt TV rund 67 Cent pro Tag. Bei 400 Watt sind das 45 Cent pro Tag. Ein effizienter 200 Watt TV liegt da eher bei 22 Cent. Und wenn ihr abends nicht 3, sondern 5 Stunden schaut, dann liegt ein 600 Watt Gerät schon bei über 1 Euro pro Tag. Ohne die ganzen zusätzlichen Geräte gerechnet, wie zum Beispiel Spielekonsole, Gaming-PC, 4K Blu-ray-Player, Soundanlage und so weiter. Klingt erstmal nicht dramatisch, aber aufs Jahr gerechnet ist das plötzlich nicht mehr ganz egal. Und genau deshalb ist Effizienz bei XL-TVs kein Öko-Randthema mehr, das ist bares Geld jeden Abend. Und im Idealfall bekommt man diese Effizienz ohne die Bildqualität über aggressive Energiesparmodi künstlich eindämmen zu müssen. Und da sind wir auch schon beim 5. Punkt unserer Micro-RGB-Journey angekommen. Größere Größen können der eigentliche Micro-RGB-Joker werden. Micro-RGB wird besonders spannend ab 75 Zoll aufwärts. Warum? Weil OLED in großen Größen sehr schnell sehr teuer wird und weil LCD-basierte Technik grundsätzlich besser skalierbar ist. 75 Zoll, 85 Zoll, 98 Zoll, 100 Zoll plus, genau da wird es interessant. Denn in diesen Größen geht es nicht nur um perfekten Schwarzwert, da geht es auch um Helligkeit, Effizienz, Alltagstauglichkeit, Preisentwicklung und Verfügbarkeit. Bei 55 oder 65 Zoll kann OLED blind mitdiskutieren, aber ab 75 Zoll wird Micro-RGB plötzlich richtig unangenehm für OLED. Und das ist für mich vielleicht der größte Zukunftspunkt dieser Technologie. Micro-RGB ist nicht nur ein Premium-Feature für ein einzelnes Modell. Es könnte eine Technik sein, die vor allem größere Fernseher in den nächsten Jahren deutlich attraktiver macht. Und damit sind wir auch bei einem Punkt, der oft etwas trocken klingt, aber beim R95H Premium TV extrem wichtig ist: die Bildverarbeitung. Denn so ein Panel allein reicht nicht. Viel Helligkeit, ein großer Farbraum und ein komplexes Backlighting bringt euch wenig, wenn der Fernseher nicht sauber entscheidet, wann er welche Reserven einsetzen soll. Samsung setzt beim R95H auf die Micro-RGB AI Engine und den Vision AI Companion. Klingt erstmal nach klassischen TV-Buzzwords, ich weiß, aber die Idee dahinter ist nachvollziehbar. Der Fernseher soll besser erkennen, was gerade läuft und Bild und Ton entsprechend anpassen. Also schaue ich gerade einen Film, läuft Fußball, spiele ich auf einer Konsole, ist das Bild eher dunkel, gibt es schnelle Bewegungen, muss der Ton angepasst werden, hervorgehoben werden oder soll beim Sport mehr Stadionatmosphäre entstehen. Gerade bei Micro-RGB ist diese Steuerung entscheidend, denn die Technik kann sehr viel. Hohe Helligkeit, starke Farben, feinste Abstimmungen. Aber sie muss auch kontrolliert werden. Sonst hätte man einfach nur ein sehr helles, sehr buntes Bild, was jedoch überzogen oder vielleicht unrealistisch wirkt, wenn die Signalquellen nicht richtig interpretiert werden. Beim R95H geht es deshalb nicht nur darum, dass das Panel viel kann, sondern dass die Engine dahinter die Stärken sinnvoll einsetzt. Für mich ist das der Punkt, an dem aus Hardware wirklich Bildqualität wird und von anderen Herstellern oft gerne vernachlässigt wird. Kommen wir jetzt zu einem Punkt, der abseits von der Bildqualität einer meiner Favoriten ist: die Wireless One Connect Box.
Der Fernseher kann optional mit der Wireless One Connect Box erweitert werden. Und das ist besonders dann interessant, wenn ihr den TV sauber zum Beispiel an die Wand anbringen wollt. Denn statt alle Zuspieler direkt zum Fernseher zu führen, könnt ihr Geräte wie Konsolen, Streamingboxen, 4K Blu-ray-Player, AV-Receiver oder Soundlösungen deutlich flexibler im Raum platzieren. Weniger Kabel direkt am TV, sauberere Wandmontage, Zuspieler verschwinden im Lowboard und das ganze Setup wirkt einfach aufgeräumter. Das macht Micro-RGB nicht besser, aber es macht genau diesen R95H im Alltag deutlich flexibel. Und gerade bei einem Premium-TV in 75 Zoll oder größer ist das nicht unwichtig. Denn wenn man so viel Geld für ein großes, hochwertiges Bild ausgibt, will man am Ende nicht, dass unter dem TV irgendwie 5 Kabel runterhängen. Und mit der Wireless One Connect Box habt ihr zudem noch den Vorteil, insgesamt 8 HDMI 2.1 Anschlüsse nutzen zu können. Wer sehr viele HDMI-Zuspielgeräte besitzt und die alle über den TV direkt ansteuern möchte, findet beim R95H mit der Wireless One Connect Box ein Alleinstellungsmerkmal, welches von anderen Herstellern nicht abgedeckt werden kann. Kommen wir zum letzten Punkt. Passender Referenzsound kommt direkt von Samsung. Bild auf Referenzniveau ist das eine. Aber wer den R95H wirklich als Premium-Wohnzimmer-Setup denkt, sollte beim Ton nicht bei der eingebauten TV-Lösung stehen bleiben. Und hier ist die Samsung HWQ995GH wieder die naheliegende Antwort. Die Soundbar bietet auch in diesem Jahr wieder absoluten Referenzsound im Soundbar-Bereich und ist für viele wahrscheinlich die beste Klangoption außerhalb eines großen, teuren und platzintensiven AV-Setups mit Receiver, Lautsprechern, Subwoofer und so weiter. Besonders passend zum R95H, die Soundbar lässt sich auch drahtlos mit dem TV verbinden. Gerade wenn der Fernseher sauber an der Wand hängt, ist das ein riesiger Pluspunkt. TV an die Wand, Wireless One Connect Box auslagern, Soundbar ohne sichtbares Kabelchaos einbinden, genauso stellt man sich ein modernes Premium-Wohnzimmer vor. Dazu kommen Samsungs Funktionen wie Q-Symphony, bei dem TV, Lautsprecher und Soundbar gemeinsam spielen. Außerdem lässt sich das Setup mit Samsungs neuen Wi-Fi-Lautsprechern Music Studio 5 und Music Studio 7 erweitern. Damit wird aus TV plus Soundbar Schritt für Schritt ein größeres Samsung Audio Setup. Kleiner Kritikpunkt: Die Vorgänger der Q995-Serie standen schon seit Jahren ganz oben in vielen Soundbar-Bestenlisten. Klanglich ist Samsung hier also sehr stark. Beim Design tritt man aber ziemlich auf der Stelle. Die Form ist funktional, aber nicht wirklich frisch. Gerade in einem edlen R95H Wand-Setup hätte ein etwas schickerer, stylischer Refresh vielleicht ganz gut getan. Beim Cube Subwoofer sieht man ja, dass Samsung Design durchaus moderner denken kann. Und jetzt zum Fazit. Der Samsung R95H ist kein OLED-Killer und das soll er auch gar nicht sein. Sonst hätte Samsung mit seinem S99H zum Beispiel keinen eigenen, extrem attraktiven OLED-TV im Angebot. Aber der R95H ist eines der stärksten Argumente dafür, dass Premium-TV nicht automatisch OLED heißen muss. Micro-RGB bringt einen extrem großen Farbraum, sehr hohe Helligkeit, eine starke HDR-Performance, gute Effizienz und weniger klassische LCD-Schwächen und großes Potenzial für XL-Bildgrößen. Dazu kommen beim R95H eine starke Entspiegelung, moderne Gaming-Features, Vision AI Companion, die optionale Wireless One Connect Box und ein sehr rundes Samsung-Ökosystem mit passender Referenz-Soundbar, wenn man sich diese auch noch gönnen möchte. Ist der R95H perfekt? Nein. Dolby Vision fehlt und OLED bleibt bei perfektem Pixelkontrast weiterhin eine eigene Klasse. Aber Micro-RGB ist vielleicht die erste LCD-Technik seit Jahren, die auch OLED-Jünger überzeugen kann, wenn diese offen sind, der Technik eine Chance zu geben. Und sei es nur durch unseren Test. Von uns erhält der Samsung R95H die Auszeichnungen für sehr gute Bildqualität, sehr gute Entspiegelung und unseren Gaming-Tipp.
Vielen lieben Dank an alle, die es bis zum Ende des Videos durchgehalten haben, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt ein paar interessante Eindrücke mitnehmen können. Und wir werden, wie schon angesprochen, den Samsung S99H OLED TV ebenfalls testen. Und ja, falls ihr noch nicht Fans unseres YouTube-Kanals seid, gerne unseren Kanal abonnieren, das Glöckchen abonnieren, kommentieren, besucht uns auf 4kfilme.de und für das Video selbst gerne auch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.